Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Pünktlich eine Woche später. Ich bin so stolz auf mich. Ja, ich hatte mir bereits schön Infos zum Intro zurechtgelegt und dann hatte ich keinen Bock mehr auf Schneiden und habe dann den Computer ausgemacht, ohne zu speichern. Naja, also alles normal. Ja, wir waren an Tag 2 unseres Sylt-Kurzurlaubs von Kampen aus zur Uvedüne und dann am Roten Kliff unten am Strand entlang und dann oben auf dem Kliff wieder zurück nach Kampen. Nicole? Ja. Ich will dich wundern wegen dem großen Auto. Kiste? Und das Aluminium. Dass die Füße keinen. Die Uvedüne ist die höchste Erhebung Sylts mit saftigen 52,5 Metern. Also eine unglaublich anspruchsvolle, überwältigende, kräftezehrende Bergtour die Treppe hoch. Ja, tut mir leid, aber das musste jetzt sein. Die Uvedüne ist aber trotzdem relativ markant, weil die restliche Umgebung bis halt auf das Kliff ein ziemliches Pfannkuchenland ist. Also platt wie ein Pfannkuchen halt. Und dann ging es über einen schönen, aber arschvollen Bohlenweg durch die Dünenlandschaft da so durch zum Strand. Und bin ich eigentlich die Einzige, die solche Landschaften einfach nur unfassbar schön findet. Ich liebe halt so karge, bisschen trostlose und irgendwie auch mal so ein bisschen tot wirkende Landschaften, wie so hochalpine Felsenlandschaften, Wüsten, tote Wälder, Gletscher und so Zeugs. Und irgendwie geben mir Dünen auch so einen Vibe, weil die halt auch so was Tundra-ähnliches haben. Jetzt ist Hummel runtergesprungen. Ja, und die Wellen an diesem Tag waren so schön. Also für Nordseeverhältnisse, ne? Der Atlantik hat da schon mehr zu bieten, ne? Ja, aber am Tag davor war es halt super windig und meistens ist es so, dass am Folgetag die Wellen dann richtig schön groß, gleichmäßig und rundbrechend sind. Also ich meine, Riesenwellen sind es jetzt nicht, aber wenn man mal an die Windhüpfer denkt, die die Nordsee sonst so produziert, sind das halt echt schon schöne Wellen. Ich habe später auch ganz viel davon am Strand gefilmt. Da sieht man wirklich, wie schön rund und gleichmäßig die brechen. Es sieht halt schon schön aus. Im Sommer ist hier wahrscheinlich vor allem voll. Toll.
Und das ist das Rote Kliff. Das ist eine ca. 30 Meter hohe Steilküste zwischen Wenningstedt und Kampen im Westen von Sylt. Entstanden in der Eiszeit, wie, weiß ich nicht, weil zu faul zu recherchieren. Ich könnte den ganzen Tag hier stehen und die Wellen filmen. Ja. Ja, hier ist doch hier spielt die echte Musik. Also jetzt fallen lassen, ne? Da ist ein Wecker liegen. Du, jetzt lass ihn mal den Wecker liegen. Oh, nee. Da ist kein Es kommen natürlich wieder keine guten. Wir warten, bis der weg ist. Ja, dann dürfen Papa nicht aber vorgehen, ja? Nee, ich wollte eigentlich eine gute Welle. Ich glaube nicht, dass du erfrierst. Nee, zieh doch die Schuhe aus, können wir die Hose hochgehen mit dem Kühlschrank. Oh, ist das so? Jetzt fängst du bitte. Nee, jetzt wohl. Nein.
und ich wollte da gucken. Nein, hier ist der Welt. Wie kalt ist es denn? Ja, kalt. Ja. Warum dann die Leine kurz war. Und jetzt der Hüfte. Da sind sie auch nicht so schön rein. Das ist am besten die Wellen beim Mittelwasser. Ganz niedrigen Wasser verteilen sich das ja auf dem Sandbank. Bei ganz hohem Wasser hängen sie nur vorne der letzte Schraubring. Ja. Und Mittelwasser ist so, dass sie so leicht in den Knick kommen und dann relativ schön plötzlich hochkommen. Die gesurfte Welle aller Zeiten ist im Atlantik gewesen. Ja, ich weiß. In Portugal, oder? Genau. Ja. Nee. Wie gesagt, vielleicht können wir auch einen Bildschirm an. Ja, stimmt. Müll! Und dann war Wellenende. Ich weiß nicht wieso, aber ich könnte den ganzen Tag Wellen beim Brechen zusehen. Naja, also wir sind dann am Ende des Cliffs den Strandaufgang wieder hoch und dann oben auf dem Cliff zurück nach Kampen. Jetzt guck mal die Geomorphologie hier an. Das ist nämlich der Geestern. Das hier ist Grundmoräne und jetzt der Kampen. Jetzt fällt gleich die ganze Insel in sich zusammen. Stell dir mal vor. Echt laut. Nein, den Geestern und die aus dem Geestern sind die Hunde an. Streng genommen wie viel Sand ansammelt. Dann lauft einen Schritt vor mir. Dann hast du ja die ganze Zeit immer jeder Kopf drauf. Ja, also das ist natürlich Nicht lang genug angeleint waren. Das ist jetzt schön. Was für eine Auseinandersetzung hast du mit deinem Vater? Alter. Und genau über der Wasserkante hat sich dann eine Wolkenkante gebildet. Also die Wolken waren genau an der Wasserkante da abgeschnitten. Das hat irgendwas mit der Seewindzelle und unterschiedlichen Lufttemperaturen zu tun, glaube ich.
Ja, ich habe versucht zu recherchieren, aber habe das Bild halt hier keiner Erklärung zuordnen können. Aber sieht cool aus. Aber die ist nicht sehr anders. So, die Rucksäcke können wir einfach wieder oben drauflegen. Ich wollte den Hund noch mal bisschen. Ja. Oh, dann müssen wir meinen kurz nochmal runtergehen, dass das Hunde trinken. Hoppel. Und das war es nicht nur mit Tag 2, sondern auch mit dem Video hier. Wir haben den Hund nur noch kurz Wasser aus ihrer fancy Reisetrinkflasche gegeben. Wir waren danach noch in... Name fällt mir gerade nicht ein, ist aber auch nicht wichtig, weil ich habe das auch gar nicht gefilmt. Warum auch immer, weiß ich nicht mehr. Ja, das Video nächste Woche wird vermutlich sehr kurz, weil das der Tag der Abfahrt war und wir nur so einen kurzen Spaziergang gemacht haben, weil das Ticket für den Autozug halt erst um 10 Uhr oder so gültig war. Ja, dazu mehr im nächsten Video. Auf jeden Fall wollte ich das hier hinten nicht ranhängen, weil dieses Video hier dann wahrscheinlich Überlänge hätte und ja, das fand ich auch irgendwie blöd. Ja, deswegen war es das jetzt auch wirklich mit dem Video, bis auf die Outtakes halt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, Kommentar oder Abo oder alles davon da und bis zum nächsten Mal. Zur Uwe-Düne. Die Uwe-Düne ist die höchste Erhebung Sylt mit... This is starting well. Die Uwe-Düne ist die höchste Erhebung Sylt mit... Alter, Grammatik ist so richtig meine Stärke, wie ihr seht, ne? Die Uwe-Düne ist die höchste Erhebung Sylts mit saftigen 52. Was ist denn heute los? Oder was ist gerade los? Amena, das ist ja furchtbar. Die Uwe-Düne ist die höchste Erhebung Sylts mit Ich verzweifle, Digga. Nee, ich verzweifle. Ich kann nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Was ist das für eine Scheiße? Was ist denn jetzt los, Digga? Einfach nicht mehr reden. Dieser Satz, diese vielen S hier. Sylt, saftig, 52. Ich weiß nicht, so viele Is und S. Es geht nicht. Ich habe anstatt Nordsee Nordesse geschrieben. Nordesse. Ja, keine Ahnung.